Moin zusammen und herzlich willkommen bei der Firma Berotec. Heute gibt es mal ein kurzes Video für die Regentage oder auch die Nebensaison. Das heißt, wenn das Wetter es vielleicht nicht zulässt, dass ihr fahren könnt und ihr euch aber trotzdem ein bisschen mit eurem Motorrad beschäftigen wollt, dann werden wir in diesem Video einmal über unseren Kettenöler Mofessor sprechen und auch, wie ihr den für die kommende Saison vielleicht vorbereiten könnt, wenn ihr jetzt eine gute Fahrsaison hinter euch habt. Einfach mal durchchecken, dass ihr dann startbereit seid, wenn die neue Saison kommt. Darüber werden wir heute sprechen und gleichzeitig ist das Video auch für diejenigen, die vielleicht schon festgestellt haben, hey, ich bekomme irgendwie oder ich habe weniger Öl auf der Kette oder gar kein Öl auch mehr und das war schon mal anders. Das heißt, für die Fehlersuche ist auch dieses Video gut geeignet. Und wir haben jetzt hier die Ducati Desert X. Da wurde vor 2 Jahren der Kettenöler installiert, hat jetzt so ca. 12.000 Kilometer runtergespult, wurde nicht sehr pfleglich behandelt, ist also richtig schmutzig gewesen so. Und dann gucken wir uns jetzt mal die einzelnen Komponenten an. Die gehen wir zusammen durch und dann erzähle ich euch ein bisschen was man da einfach kontrollieren kann und sich auf Fehlersuche begeben kann. Wir fangen an mit dem Öltank hier auf der rechten Seite. Und bei dem Öltank, da ist es so, dass ihr einfach erstmal eine Sichtprüfung machen könnt. Wir haben ihn jetzt hier gut im Sichtbereich verbaut und dann werft ihr einfach mal einen Blick da rein, wenn da noch Öl drin ist, wie das Öl auch aussieht. So Öl kann ja auch ein bisschen trüb werden und kann teilweise auch vielleicht ein bisschen verschlammen, wenn da zum Beispiel Wasser irgendwie reingekommen ist. Wenn ihr jetzt im Hardcore-Offroad-Einsatz unterwegs wart, also einfach Öl mal kontrollieren. Vielleicht ist da ein Ölwechsel angebracht und natürlich auch den Ölstand auffüllen. Was ihr dann noch machen könnt, bei dem Öltank auf jeden Fall, ihr könnt euch einmal die Ober- und die Unterseite angucken. Das ist jetzt die Oberseite, hier haben wir ja die Entlüftung, also wo die Luft nachgezogen wird. Und da könnt ihr mal schauen, ob hier ein übermäßiger Ölaustritt ist. Also es kann sein, dass da ein bisschen Öl rausschwitzt, das ist normal oder das ist in Ordnung, nicht weiter wild. Wenn jetzt hier viel Öl ausgetreten ist, weil einfach die Position ungünstig gewählt wurde, dann könnt ihr entweder schauen, dass ihr den Öltank nochmal anders installiert oder ihr installiert diese variable Tankentlüftung. Das ist noch so ein Zusatzprodukt, was wir haben. Das könnt ihr hier oben einschrauben und dann diese Entlüftung einfach noch an eine andere Position legen, dass hier auf jeden Fall kein übermäßiger Ölaustritt geschieht. Genau, und auf der Unterseite ist eigentlich das Gleiche. Hier haben wir diese Schlauchanschlüsse. Da könnt ihr auch schauen, ob hier alles dicht ist. Manchmal kommt es vor, dass der Schlauch einfach irgendwie auf Zug verbaut ist und über die Zeit hier zu viel Spannung auf dem Schlauch ist und dann kann es sein, dass da irgendwie was undicht wird. Das einfach mal überprüfen, dass auch der Schlauch hier spannungsfrei verlegt wurde einfach. Blick drauf werfen und dann ist es eigentlich hier mit dem Tank schon erledigt. Da einfach eine Sichtprüfung, dann gehen wir weiter. Hier haben wir jetzt diesen T-Verbinder, auch da gilt einfach die Schlauchanschlüsse mal überprüfen, kleine Sichtprüfung. Und gucken, dass hier keine übermäßige Spannung auf diesem ganzen Schlauchsystem ist. Dieses Stück geht jetzt weiter zum Befüllstutzen, das gucken wir uns nachher an. Und dann geht das weiter hier zum Dosierventil. Hier gilt das Gleiche, Anschlüsse anschauen, ist hier irgendwo ein Ölfilm zu sehen, was auf eine eventuelle Undichtigkeit irgendwie hinweisen könnte. Und genau dieser Schlauch hier, der geht da runter zur Auftragsdüse. Da sprechen wir nachher nochmal drüber, aber auch da gucken, ist da alles dicht und soweit alles in Ordnung. Scheuert auch das Dosierventil nicht irgendwie am Rahmen oder so, dass da irgendwelche Beschädigungen entstehen. Das kann man einfach mal so kontrollieren. Von dem Dosierventil gehen wir jetzt weiter zum Regenschalter. Der ist ja in der Regel immer hier am Lenker verbaut. Und da machen wir einfach eine kurze Funktionsprüfung. Das heißt, wir schalten einmal die Zündung an und dann probieren wir, ob der Regenmodus sich schalten lässt. Das heißt, 1 Sekunde drücken und dann leuchtet hier die LED. Das heißt, unsere Steuereinheit ist schon mal unter Strom. Das ist jetzt soweit richtig. Aber wenn das nicht der Fall sein sollte, gucken wir uns gleich noch die Steuereinheit an. Hier noch wichtig beim Regenschalter. Hier hinten haben wir den Kabelabgang und es kommt auch hier manchmal vor, wenn das Kabel einfach zu stramm verlegt wurde, dass durch diesen Lenkeinschlag, dass da zu viel Zug drauf ist und irgendwie der Schalter beschädigt wird. Also das ist etwas, was ihr überprüfen könnt, wenn der Schalter nicht funktioniert, also wenn ihr nicht die LED leuchtet, nachdem ihr das gedrückt habt. Dann gehen wir jetzt mal zur Elektrik. Je nachdem, wo ihr das installiert habt. Wir haben das jetzt hier natürlich unter der Sitzbank bei der Batterie. Wir haben hier die Steuereinheit und dann unsere Batterieanschlüsse, da wo der Strom herbezogen wird. Die kann man einmal überprüfen, dass alle Anschlüsse auch fest sitzen, dass es da nicht zu einem Wackelkontakt oder so kommt. Ja, einfach einen Blick drauf werfen, ist da nichts korrodiert. Das ist ja mal grundsätzlich wichtig.
Dann können wir hier die Sicherung überprüfen, die Sicherung vom Dosierventil, also ob die noch intakt ist, damit das Dosierventil auch arbeiten kann. Das einmal überprüfen und dann natürlich noch die Schaltleitung auch überprüfen, dass der Mofässer auch aktiviert wird und überhaupt die Steuereinheit arbeiten kann. In diesem Fall haben wir das jetzt hier über den Sicherungsabzweiger angeschlossen. Das heißt, wir haben hier eine Sicherung ersetzt am Sicherungskasten und da ist dann hier unsere Steuerleitung angeschlossen. Auch diese Kontakte einfach mal überprüfen und dann kann man da eventuelle Fehler auch eingrenzen. Und natürlich, wie gesagt, wenn ihr einfach mal nur eine Wartungsprüfung machen wollt, ist es immer gut, so einfach und saubere Kontakte zu haben, dass es nicht zu irgendwelchen Fehlfunktionen am Motorrad kommt. Genau, wenn ihr das überprüft habt und da keine Fehler festgestellt habt, dann gehen wir mal davon aus, dass euer Schalter auch funktioniert. Und neben dem Regenmodus können wir auch den Spülmodus anschalten. Der ist noch für eine zweite Funktion dann wichtig. Das heißt, wir drücken 4 Sekunden auf den Regenschalter und jetzt fängt er an zu blinken. Das heißt, jetzt ist unser Dosierventil permanent geöffnet und zeitgleich könntet ihr, also damit prüfen wir jetzt, ob das Dosierventil funktionsgerecht arbeitet einfach. Und wenn ihr diesen Spülmodus aktiviert, könnt ihr einfach mit der Hand oder 2 Fingern einfach auch mal auf das Dosierventil die 2 Finger drauflegen und dann spürt ihr oder solltet ihr auch so ein Klacken spüren. Das heißt, wenn das Dosierventil dann anzieht, das ist ja ein Magnetventil, dann sollte es öffnen und das ist spürbar und auch leicht hörbar. Das ist ein relativ leises Klacken, aber wenn ihr das überprüft habt und das hört, dann wisst ihr schon mal, dass das Dosierventil richtig angesprochen wird und auch öffnen sollte. Ist das nicht der Fall, wie gesagt, was wir gerade hier besprochen haben, die Sicherung davon überprüfen. Und dann können wir schon mal diese Komponenten alle ausschließen, also dass es da keine Fehlfunktion gibt oder dass da alles ordnungsgerecht arbeitet. Das heißt Steuereinheit, Regenschalter und Dosierventil. Wenn jetzt allerdings immer noch nicht oder immer noch kein Öl kommt an der Auftragsdüse, dann können wir jetzt hier noch was überprüfen. Und zwar würden wir dann auch wieder den Spülmodus einschalten und dann könntet ihr hier am Dosierventil den Schlauchabgang, also Richtung Auftragsdüse, diesen Schlauch, den könntet ihr mal abziehen und schauen, ob hier dann Öl austritt. Also am besten macht ihr euch hier einen Lappen hin, dass das nicht irgendwie ins Motorrad reintropft. Aber dann sollte hier natürlich Öl kommen, weil das Dosierventil dauerhaft geöffnet ist. Und wenn da dann Öl rauskommt, dann ist sehr wahrscheinlich irgendwie entweder etwas an der Auftragsdüse verstopft oder hier auch im Schlauch. Und das gucken wir uns jetzt mal kurz an, was wir da machen können. Ich habe jetzt hier einfach mal eine neue Auftragsdüse genommen und das ist jetzt das Schlauchstück, was im Dosierventil drin ist. Also das könntet ihr abziehen und dann könntet ihr, wenn ihr sowas zu Hause habt, einfach mal Bremsenreiniger nehmen. Der passt hier eigentlich perfekt drauf. Einfach draufstecken und dann einfach mal so vorsichtig einen Sprühstoß geben. Und wenn ihr da schon einen Widerstand merkt, dann ist natürlich relativ klar, dass irgendwie die Auftragsdüse verstopft ist. Also vielleicht ist irgendwie was in der Leitung drin oder hier unten das Kupferende ist zugeschliffen. Genau, also das einfach mal überprüfen. Vorsichtig, dass es da nicht irgendwie rausspritzt und ja, da einfach keine Sauerei am Motorrad gibt. Aber so mit Bremsenreiniger lässt sich das ganz gut prüfen. Da könnt ihr einfach von hinten ein bisschen Druck drauf geben. Und manchmal reicht es auch schon, wenn hier unten ein kleines Dreckstück drin hängt, was den Ölfluss hindert. Aber der Bremsenreiniger durch den Druck in der Dose wird es dann schon mal rausgedrückt. Die Auftragsdüse selbst könnt ihr euch natürlich auch angucken, wie die aussieht. Ich hoffe, das sieht man jetzt hier auf dem Video. So sollte die natürlich dann neu aussehen. Also es sollte natürlich hier klar eine Öffnung sichtbar sein. Und wir haben im Lieferumfang so einen kleinen Bohrer, ich glaube das sind 1,2 mm. Und den könnt ihr einfach mal nehmen und von hier unten dann da reinfahren und so ein bisschen eine Drehbewegung machen. Und eventuell, wenn da jetzt noch Dreck drin hängt, den einfach rausarbeiten. Oder auch wenn die Düse zugeschliffen ist, also die liegt ja relativ nah am Kettenrad an, da könnte man die Bohrung dann einfach wieder öffnen. Das ist so eine relativ wichtige Arbeit, einfach da mal nachzugucken nach so einer Saison, dass da wieder genug Ölfluss rauskommt. Und es kann auch sein, wenn es halt ein bisschen verschlossen ist, dass natürlich weniger Öl kommt und dann eure Einstellungen nicht mehr passen. Das heißt, das ist relativ schnell erledigt, einfach mal reinfahren und sicherstellen, dass der Durchmesser oder der Öffnungsdurchmesser auch wieder passt. Wenn wir bei der Auftragsdüse sind, können wir natürlich jetzt noch ans Kettenrad gehen. Und wir können natürlich auch oder solltet auf jeden Fall überprüfen, ob eure ganze Ölleitung noch intakt ist, dass die nicht irgendwie von der Kette beschädigt wurde oder irgendwie durch Hitze am Krümmer irgendwie beschädigt wurde. Also die Ölleitung sollte intakt sein.
Und dann haben wir jetzt hier bei der Desert X ist die Auftragsdüse hier unten installiert am Kettenrad. Das machen ja die meisten. Und dann sollte, wenn wir jetzt alle Komponenten geprüft haben, sollte eben hier das Öl austreten. Wir sehen jetzt hier einen ganz leichten Ölfilm, weil ich eben den Spülmodus anhatte. Also das passt soweit. Und wichtig bei dem Kettenrad hier unten wäre jetzt noch zu erwähnen, ich habe ja vorhin gesagt, die 12.000 Kilometer gefahren bei Wind und Wetter, also auch im Winter. Und da hat sich über die Zeit doch sehr viel Dreck angesammelt. Und wenn da jetzt im Sommer die Sonne drauf scheint und im Winter noch irgendwie Salz von der Straße kommt, das wird doch eine relativ feste Masse, die dann auch ein bisschen Probleme bereitet einfach beim Ölauftrag. Also es ist nicht verkehrt, einfach immer mal wieder zwischendurch auch das Motorrad und das Kettenrad hinten zu säubern und auch die Kette. Das Problem ist nämlich, wenn jetzt hier so ein Dreckfilm drauf ist und auch auf der Kette, das hindert sehr den Ölfluss. Also dann kann sich das Öl nicht mehr so gut verteilen und wird dann eher abgelenkt durch diesen Dreckfilm, der hier auch auf dem kompletten Kettenrad dann vorhanden ist. Und dann sieht man auch, dass das dann bis nach innen schwitzt, wo das ja gar nicht hin soll. Und dann kann es einfach sein, dass eure Schmierung von der Kette immer weiter abnimmt, weil sich das Öl einfach nicht so verteilen kann, wie es gedacht ist. Also es sollte natürlich aufs Kettenrad aufgetragen werden und dann durch die Drehbewegung schön auf die Kette und auf die Kettenrollen. Wenn ihr da jetzt sehr hartnäckige Verschmutzung habt, dann gibt es zum Beispiel so einen Gerätereiniger, den haben wir bei uns auch im Shop. Damit lösen sich gerade so eingetrocknete Kettenölreste dann ganz gut auf. Also nie verkehrt, da immer zwischendurch mal zu putzen, dann summiert sich das nicht so auf. Wie gesagt, das ist eine gute Wartungsarbeit, eigentlich jetzt gerade so für die Nebensaison, wenn man nicht so viel fahren kann. Und das startet sich ja eigentlich deutlich schöner dann auch, wenn der Frühling kommt. Wenn euer Motorrad hat ja auch ein bisschen Liebe verdient oder Aufmerksamkeit. Und das ist dann eigentlich ein relativ schnelles so Check-up einfach so vor der neuen Saison, wie gesagt. Und auch für die Fehlersuche, wenn ihr eben feststellt, hey, irgendwie funktioniert das nicht mehr, das merkt ihr ja am ehesten eben, wenn die Kette nicht mehr richtig gut geschmiert ist. Das sind so die Fehler, die man überprüfen kann oder die Komponenten, die einzelnen Funktionen davon. Und ich hoffe, das war jetzt in aller Kürze mal ein informatives Video, was euch da weiterhilft. Wenn ihr dennoch Fragen haben solltet zu irgendeiner Funktion, wie immer, ihr könnt uns natürlich sehr gerne schreiben. Und ansonsten wünsche ich eine gute Vorbereitung für die Saison, die ja bald ansteht und allzeit gute Fahrt. Bis dann. Ciao.